Hi Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchten wir euch eine neue Fraktion aus Bolt Action vorstellen. Dieses Mal Deutschland, aber nicht erschrecken. Das ist jetzt hier noch das alte Armeebuch, da das aktuelle Armeebuch jetzt nur im PDF vorliegt. Aber damit ich es euch zeigen kann, um was es geht um Deutschland. Nach dem letzten Video hat das bei euch ja sehr guten Anklang gefunden, dass wir die Fraktion Japan da näher vorgestellt haben. Auch die Sonderregeln, Vor-, Nachteile und wie wir sie bisher gespielt haben oder welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und das gleiche wollen wir im Prinzip jetzt fortsetzen. Wie gesagt, das kam jetzt positiv bei euch an und dann machen wir heute einfach mal mit Deutschland weiter. Bis gleich. So, kommen wir dann auch direkt zu der ersten Sonderregel, Armee-Sonderregel der Deutschen. In dem Fall ist das die Sonderregel Blitzkrieg. Blitzkrieg wirkt sich jetzt hier auf den Offizier aus. Das heißt, wenn ich den Offizier aktiviere, in dem Fall habe ich hier einen Leutnant, also einen der ersten Offiziersränge, also einen kleinen Offizier so gesehen, dann aktiviere ich den ganz normal und sage halt hier an, dass ich gern ein Snap to Action machen will. Snap to Action kennt ihr sicherlich schon, ansonsten erläutere ich es nochmal kurz. Snap to Action besagt im Prinzip, wenn der Offizier aktiviert wird und ich sage Snap to Action, dass ich jetzt hier eine weitere Einheit im Umkreis jetzt hier von 6 Zoll in dem Fall, weil es ein Leutnant ist, zusätzlich mit aktivieren darf. Und in welcher Reihenfolge ich diese beiden Einheiten dann aktiviere in der Spielabfolge ist egal. Also ich muss jetzt nicht zwingend mit dem Offizier agieren, sondern könnte erst hier mit dieser, in dem Fall ist es eine Waffen-SS-Einheit, mit dieser zuerst aktivieren und dann später den Offizier nachziehen. Das ist dann egal. Also hier in dem Fall jetzt im Umkreis von 6 Zoll wäre jetzt hier auch das MMG-Team oder sogar der Tigerpanzer. Da dürfte ich mir jetzt eine Einheit auswählen und die aktivieren. Aber bei den Deutschen ist es so, in dem Fall bei einem Leutnant darf ich sogar 2 Einheiten aktivieren zusätzlich. Also könnte ich jetzt hier nochmal das MMG-Team aktivieren. Und das schaukelt sich dann so hoch. Also beim Oberleutnant darf ich dann sogar 3 Order Dice nehmen. Und bei einem, jetzt muss ich überlegen, ich glaube ein Captain ist dann der nächsthöhere Rang da, beziehungsweise bei den Deutschen ist es ja der Major. Jetzt war ich gerade bei den Amerikanern. Bei den Deutschen ist es der Major, der darf dann sogar 4 nehmen. Und dann halt entsprechend die Einheiten in seinem Umkreis aktivieren. Wobei sich dann auch wieder, umso höher der Dienstgrad auch der Radius, in dem sich die Einheit zu dem Offizier befindet, auch dann erhöht. Also bei dem, jetzt darf ich keinen Blödsinn erzählen, ich glaube bei dem Oberleutnant verdoppelt sich das dann halt wieder, dann sind es glaube 12 Zoll. Ja, dürfen halt im Prinzip die Einheiten aktivieren. Und das finde ich halt ganz gut von Warlord jetzt umgesetzt. Symbolisiert halt wirklich dann halt den Blitzkrieg, dass man, wenn man sich für den Offizier entscheidet, sehr schnell sofort viele Einheiten aktivieren kann, je nachdem wie hochrangig der Offizier jetzt ist und dann sofort schon in den ersten Phasen des Spiels sehr offensiv oder zumindest sehr vor seinem Gegner halt agieren kann, ob es jetzt offensiv ist oder ob man jetzt mehr defensiv spielt. Zumindestens kann man sehr viele Einheiten zu Anfang halt aktivieren, was der Gegner dann in dem Fall nicht könnte. So, kommen wir zu der zweiten Armee-Sonderregel der Deutschen, die da lautet, das verbesserte Training bzw. die Entschlossenheit der deutschen Soldaten. Das bedeutet im Prinzip, wenn in diesem Fall der Trupp mit seinem NCO, der gute Mann hier vorn, das Pech hat, dass jetzt hier die Amerikaner den NCO, also den Anführer, den Truppführer praktisch erwischen, er jetzt ausgeschaltet wurde,
dann ist es ja normalerweise so, dass diese Einheit ja einen Malus kriegt auf den Moralwert. Das heißt, wenn die aktiviert werden muss, hat sie halt immer diesen Malus von -1. Und bei den Deutschen ist es aber so, wenn das passieren sollte, dann kann ich sofort einen W6 halt würfeln. Und sollte der W6 keine 1 anzeigen, übernimmt diese Funktion des NCO ein anderer Soldat. Das zeigt halt aus historischer Sicht, dass jeder Soldat, sollte er halt noch den kleinsten Rang da besessen haben, soweit trainiert und vorbereitet wurde auf Kampfhandlungen und auf die Aufträge allgemein, dass er auch selber in der Lage war, Entscheidungen zu treffen und halt beim Ausschalten seines Vorgesetzten selber das Kommando übernimmt und seine verbliebenen Soldaten halt im Trupp dann weiter anführt, um halt das Ziel und den Auftrag zu erfüllen. Finde ich auch hier wieder ganz gut umgesetzt. Es ist aus meiner Sicht, weil ich jetzt wirklich schon sehr lange die Deutschen hier spiele bei Bolt Action, jetzt keine Sonderregel, die jetzt so wirklich spielentscheidend ist, weil meist die Trupps auch nicht so lange dann überleben in dem Moment, dass das wirklich irgendwo mal auf Messers Schneide ist, dass sowas jetzt wirklich elementar wäre. Ne? Klar, der Unterschied, der macht es dann mal hier und da irgendwo, aber es ist jetzt nicht die Riesenregel. Es ist ähnlich zu vergleichen bei der Hinterhalt-Taktik jetzt bei den Japanern. Das ist jetzt eine Armee-Sonderregel, die jetzt nicht so mega ins Gewicht fällt, meiner Meinung nach. So, kommen wir zu der Armee-Sonderregel Nummer 3. Das ist im Prinzip die gute alte Knochensäge oder auch Hitlersäge umgangssprachlich benannt. Hier in der deutschen Version ist es Knochensäge übersetzt. Es ist im Prinzip die Bewaffnung der Trupps mit den deutschen Maschinengewehr, das MG 34 oder MG 42. Und aufgrund der Kadenz dieser Waffen und der hohe Verbreitungsgrad in den Trupps auf den Fahrzeugen und so weiter, war das halt eine sehr gefürchtete Waffe, die halt auch weniger oder so gut wie nie ausgefallen ist und halt aufgrund ihrer Kadenz, also der Schussabfolge der hohen, eine sehr gefürchtete Waffe bei den Gegnern gewesen ist. Und das hat man hier auch ganz gut umgesetzt, indem man die Möglichkeit halt bietet, auch schon zu den Trupps der früheren Kriegsjahre, dass man halt immer die Option hat, hier ein MMG mitzuführen. Jetzt ist es sogar teilweise so, in dem neuen Regelwerk, in den überarbeiteten Regelwerk der Deutschen, die wurden ja schon einmal überarbeitet, dass man sogar da locker 2, zumindest in den späteren Kriegsjahren, mit aufnehmen kann in den Trupps. Und das ist natürlich, damit hat man natürlich Waffen in den Trupps, die halt viele Schüsse verteilen. Bei den Deutschen ist es ja auch so, dass die immer noch +1 dann durch diese Sonderregel auf diese Waffen bekommen. Also normalerweise hätte jetzt hier ein LMG nur die 5 Schuss und bekommt jetzt hier aufgrund dieser Sonderregel halt noch einen Schuss mehr. Hat dann praktisch 6 Schuss, und wenn man sogar 2 LMGs jetzt in so einem Trupp drin hat, dann dann hat man da schon mal ganz schön Schadensoutput mit der Möglichkeit oder mit dem Punkt, dass das ja eine Waffe ist, die eine große Reichweite hat, ne, mit 36 Zoll. Dann kann man mal irgendwo einen Trupp so stehen lassen und mit denen halt nur irgendwo Feuerkorridore bilden und mit den Waffen halt versuchen zu wirken. Also das ist schon wirklich sehr mächtig. Und wie gesagt, das ist halt hier auch in diesen MMGs logischerweise, ist ja dann so gesehen die gleiche Waffe, nur dann halt stationär, indem man das halt auf so einem Dreibein dann gesetzt hat. Oder halt auch hier, wie jetzt bei diesem Hanomag,
dass man hier die Möglichkeit hat, das Front-MG und sogar hier ein rückwärtiges MG mit einzubauen. Das macht dann diese Fahrzeuge natürlich auch sehr, sehr mächtig, ne, als Transportfahrzeuge mit zwei solchen MMGs oder LMGs, je nachdem. Und das ist wirklich sehr mächtig. Deshalb sollte man eigentlich, wenn es möglich ist, mindestens ein LMG in den Infanterietrupps mit reinpacken, außer man ist jetzt irgendwie so eingestellt, dass man mit den Einheiten irgendwie sehr offensiv gehen will, wie jetzt hier mit diesem Waffen-SS-Team, die ja auch die Möglichkeit oder die Sonderregel, die man sich praktisch dazu kaufen könnte, Fanatic haben. Dann, ja, dann wäre das jetzt vielleicht nicht eine Truppe, wo man jetzt unbedingt ein LMG nochmal mit reinpacken muss, wenn die auf Fanatic ausgerüstet sind, weil die ja dann eigentlich die Aufgabe haben, damit auch irgendwo in den Nahkampf zu gehen. Auch bei den Tigerpanzer wäre das zum Beispiel eine ganz nette Geschichte, um da noch mehr Schaden rauszuholen, den er verteilt. Weil er hat ja im Prinzip über sein Bug-MG, also über sein Bug praktisch noch ein LMG oder MMG zur Verfügung. Dann hat er ja sowieso die Hauptwaffe, die 88er. Und dann hat er hier die Option, praktisch ein pivotiertes LMG noch aufzubauen. Also man hat praktisch hier auch die Möglichkeit, zwei LMGs bzw. MMGs zu schießen und die Hauptwaffe. Und holt dann hier praktisch auch aus so einer schweren Waffe oder so einem schweren Fahrzeug noch mehr Power raus. So, kommen wir dann erstmal zu der letzten Armee-Sonderregel der Deutschen. Und wie ihr schon seht, geht es hier um den Tiger. Die Sonderregel lautet Tigerangst. Die ist jetzt auch in dem überarbeiteten Regelwerk der Deutschen mit dazugekommen. Die gab es vorher so nicht. Und finde ich von Warlord halt auch wieder sehr gut umgesetzt, weil es halt so ein bisschen darstellt, welche Ängste, sage ich jetzt mal, die Gegner vor diesem Panzer halt hatten. Weil im Prinzip, wenn dieses Fahrzeug eine gute Besatzung hatte, es halt schon sehr gut, oder es gab halt häufig die Situation damals, dass mit ein oder wenigen Panzern teilweise Züge und Kompanien anderer Panzer und Fahrzeuge massenweise ausgeschaltet wurden. Und davor hatte man halt immer Angst, weil diese Panzer halt eine sehr hohe Durchschlagskraft hatten mit dieser 88er Kanone, also auch eine sehr hohe Reichweite, also auf Kilometer noch sehr genau waren und halt selber auch so schwer bewaffnet, so schwer gepanzert waren, dass es auch schwierig war, diese Panzer auszuschalten. Meistens wurden diese Panzer halt auch nur ausgeschaltet, weil sie selber einen technischen Defekt hatten und die Besatzung dadurch ausboten musste. Oder aufgrund späterer Kriegsjahre durch die Luftüberlegenheit, beispielsweise durch die Amerikaner. Nur dann hat man praktisch die Möglichkeit gesehen, diese Panzer halt auszuschalten. Das war jetzt aber auch nicht nur bei dem Tigerpanzer an sich, sondern halt auch bei Nachfolgemodellen oder halt auch bei den Panda, Tiger 2. Und diese Sonderregel betrifft dann auch jetzt nicht nur den Tigerpanzer, sondern halt auch die genannten Panzer, die haben auch diese Sonderregel, Tiger 4 oder Tigerangst. Und auch einen kleineren Panzer, das ist auch ganz interessant, weil, wie gesagt, damals auch vorschnell mitgeteilt wurde, dass, was weiß ich, in der nächsten Ecke und der nächsten Kreuzung auch durch zusätzliche Abtarnung man dann gedacht hat, es handelt sich hier bei diesem Panzer 4 in der späteren Ausführung, weil er ja schon fast ähnlich aussieht und ungefähr, gut, er ist ein bisschen kleiner vom Umfang her, aber durch zusätzliche Tarnung
haben dann beispielsweise die Amerikaner dann vermutet, das ist ein Tigerpanzer, hier müssen wir aufpassen. Deshalb haben die grundsätzlich, wenn ein deutscher Panzer um die Ecke kam in späteren Kriegsjahren, von vornherein erstmal gedacht, okay, das ist hier ein Tigerpanzer, jetzt ist Vorsicht geboten, und haben auch entsprechend dann gehandelt, ne? Deshalb hat jetzt hier so ein kleiner Panzer, der jetzt auch deutlich weniger Punkte kostet wie ein regulärer Tiger, auch die Sonderregel Tigerangst. So, und was macht die Tigerangst? Die Tigerangst macht im Prinzip die ganzen Soldaten halt ängstlich, wie es der Name schon sagt, im Abstand zu 18 Zoll zu diesem Tigerpanzer. Also wenn man eine Sichtlinie ziehen kann, egal ob das jetzt ein Fahrzeug ist, irgendeine andere Einheit, eine Infanterieeinheit, dann leidet diese Einheit, jetzt in dem Fall die Infanteriegruppe jetzt hier der Amerikaner, unter Tigerangst. So, die Tigerangst, wenn die jetzt einen Befehl bekommen, diesen Panzer beispielsweise irgendwie zu beschießen, anzugreifen, dann müssen sie zuerst einen Befehlstest ablegen. Auch wenn diese Einheit jetzt keinen Pinmarker hat, muss sie das trotzdem machen. Sollte die Einheit schon bereits einen Pinmarker haben, kommt der Malus der Tigerangst nochmal on top. Also macht es nochmal schwerer. Also muss man immer schauen dann als Gegner, dass man irgendwie halt keine Sichtlinie direkt zu dem Panzer ziehen kann, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn man sowieso vorhat, diesen Panzer irgendwie zu knacken, anzugreifen, dann muss man das natürlich tun. Klar, dann führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist so die Regel, wie Warlow das interpretiert hat, und ich finde das halt ganz gut. Wie gesagt, mit den kleinen Panzern, dass da halt die Verwechslungsgefahr möglich ist, und man halt die Option hat, auch einen kleinen Panzer zu spielen mit dieser Tigerangst, finde ich wirklich gut umgesetzt. So, kommen wir zum Schluss nochmal zu besonderen Einheiten dieser Fraktion. Bei der deutschen Fraktion sind das gar nicht mal so wenig Einheiten. Also das ist jetzt hier auch nur ein Teil, was jetzt hier gerade was ich hier gerade vorstelle. Es gibt natürlich noch weitaus mehr Einheiten, aber es ist halt ähnlich wie bei den anderen Fraktionen, dass viele standardisierte Einheiten sind, also reguläre Infanterietrupps, die man halt auch in anderen Fraktionen hat, die sich jetzt nicht deutlich voneinander unterscheiden. Doch es gibt aber auch noch eine Menge Einheiten, die man vielleicht gesondert nochmal erwähnen sollte. Und man hat leider, was heißt leider, zumindest als deutsche Spieler so ein bisschen die Qual der Wahl. Also so ging es mir persönlich halt, dass man immer irgendwie nie halt so das Gleiche spielen wollte, weil man halt sehr viel Auswahl hat und halt auch gut viel testen kann, ne? Das führt natürlich dazu, dass man bei vielen Sachen da mal einen kürzeren gezogen hat, dass mal irgendwas nicht geklappt hat, aber man wollte halt gerne mal die Einheiten spielen. Deshalb betone ich es hier nochmal, spielt ein bisschen die Kampagnenbücher. Da habt ihr vordefinierte Listen, die ihr spielen könnt, ne? Das sind halt fest Einheiten drin, damit ihr die einfach mal ausprobieren könnt. Und die Gegnerlisten, die sind ja dann auch meist so konfiguriert, dass das dann halt auch passt. Und so kommt ihr außerhalb regulärer Spieler dann halt auch mal in den Genuss, mal hier so ein Waffen-SS-Team zu spielen oder dann mal hier die Hitlerjugend zu spielen oder den Volkssturm zu spielen oder halt mal hier so eine Osttruppe zu spielen, die mit der Sonderregel Drückeberger kommt. Das ist mal ganz interessant, weil man halt sonst, meine ich zumindestens, gehen die Einheiten halt immer ein bisschen unter bei regulären Spielen, weil man halt immer wieder dazu tendiert, so Standardtrupps zu spielen, halt hier immer die LMGs natürlich reinzupacken oder weil der Deutsche halt viele zusätzliche Infanteriewaffenoptionen oder Slots hat, wie Sturmgewehre oder MPs, ne? Das ist bei den Deutschen halt wirklich, da kann sehr viel gemischt werden in den Trupps, ne? Das macht dann teilweise auch die Einheiten, also die Trupps, auch sehr teuer, weil die zusätzlichen Waffenoptionen natürlich dann auch kosten.
Aber dann kann man mal mit eben, was weiß ich, 3, 4 Sturmgewehre mit reinpacken oder dann halt MPs, ne, was bei anderen Fraktionen in der Masse halt nicht so möglich ist. Das ist zum Beispiel auch bei den Deutschen ganz interessant. Ja, kommen wir hier erstmal zu den ersten Trupp. Was ich hier parallel schon immer mal genannt habe, ist jetzt hier so ein Waffen-SS-Team. Bei denen ist es halt so, dass das muss man hier allerdings dazu kaufen. Das ist nicht so wie bei den Japanern in der Hauptarmee-Sonderregel verankert, das Fanatic, sondern bei der Waffen-SS oder allgemein bei den SS-Trupps muss man die Sonderregel dazu kaufen. Ich glaube, die kostet 2 Punkte pro Soldat, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, da will ich keinen Quatsch erzählen. Aber so in dem Rahmen soll sich das bewegen. So, das würde im Prinzip bedeuten oder symbolisiert halt diese, ja, Spezialeinheit, ne? Also diese Waffen-SS war ja aus der Historie praktisch eine zusätzliche Waffengattung, die man parallel zum regulären Heer geschaffen hat. Und ja, die im Prinzip aufgrund der Doktrin, also der Ausbildung, so, ja, fanatisch im Prinzip gemacht wurde, dass sie halt, ja, keine Angst vor dem Feind hatten und immer halt volles Risiko gegangen sind bei ihren Aufträgen. Das hat halt auch immer dazu geführt, dass es zu sehr hohen Verlustraten gekommen ist bei diesen Waffengattungen. Auf der anderen Seite hatten reguläre Einheiten vom Heer dann immer, ja, waren im Prinzip froh, dass es diese durchgeknallten Typen dann gab, wo ein regulärer Menschenverstand gesagt hat, diesen Auftrag mache ich jetzt sicherlich nicht, oder halt allgemein Ängste geherrscht haben, da waren die im Prinzip so eingestellt, dass sie diesen Auftrag durchführen, egal was dann passiert, ne? Das soll so ein bisschen das Ganze hier zeigen, deshalb hat man jetzt hier die Fanatic-Regel mit als Option dazugegeben. Und wie gesagt, Fanatic macht halt nur Sinn, wenn man vorhat, mit dieser Einheit halt in den Nahkampf zu gehen, ne? Deshalb würde ich hier auch dazu tendieren, wenn man das macht, dass man hier jetzt keine Sonderwaffen jetzt mit reinpackt, also keine MPs, vielleicht den NC ohne MP geben von mir aus, aber jetzt kein LMG. Das sind jetzt Punkte, die ja drüber sind, die kann man sich sparen, weil das LMG hat ja dann nichts im Nahkampf zu suchen. Ja, davon gibt's, glaube, ja, mehrere mögliche Variationen, je nachdem welches Kriegsjahr man spielt. In den meisten Fällen sind die aber dann mindestens regulär. Also es gibt keine unerfahrenen Waffen-SS-Einheiten. Also es geht ab regulär los. Und ja, also wenn man Fanatic mit Veteran ist das eine ziemlich harte Combo. Das bekommt man im Nahkampf auch nicht mal eben ausgeschaltet. So, kommen wir zur nächsten spannenden Einheit. Das ist in dem Fall die Hitlerjugend. Es handelt sich hierbei um eine unerfahrene Einheit, die die Möglichkeit oder die Sonderregel Grünschnabel hat. Bei Grünschnabel ist es wieder so, hatte ich damals auch schon bei den Japanern erläutert, das wird es auch in jeder Armeefraktion irgendwo geben, dass wenn es hier einen ersten Verlust gibt, angenommen die US-Amerikaner haben jetzt hier einen der Kameraden ausgeschaltet, dann kann ich jetzt hier sofort aufgrund der Grünschnabelregel würfeln und habe beim bestandenen Test dann die Möglichkeit, also werde die im Prinzip dadurch dann auf zu regulär und habe dann nochmal die Möglichkeit, nachträglich einen weiteren W6 zu würfeln, und bei einer 5 bzw. 6 kann ich diese Einheit dann sogar noch auf fanatisch bringen. Das ist, finde ich, auch wieder ganz gut umgesetzt. Eigentlich, wie gesagt, die meisten Sachen von Warlord dazu an Sonderregeln haben irgendwo einen historischen Bezug. Deshalb finde ich die grundsätzlich eigentlich gut umgesetzt. Zeigt halt hier auch wieder, dass es in Deutschland so gewesen ist, dass halt auch sogar die kleinsten der Gemeinschaft ja praktisch soweit ja, eine Gehirnwäsche unterzogen bekommen haben, um bis zum bitteren Ende zu kämpfen.
Also im Prinzip hat man ja von klein auf die Kinder dann im Bund Deutscher Mädel oder in Hitlerjugend in diese Vereine gebracht, um die halt sofort von Anfang an auf Kurs zu bringen, um halt den Führer und Deutschland halt in allen Belangen irgendwo zu unterstützen. Und ja, in den letzten Kämpfen, gerade in Berlin und so weiter, in Großstädten, gab es halt auch immer wieder die Situation, dass halt die Einheiten der Amerikaner oder Russen sich solchen Einheiten von Kindern gegenüberstanden, also so gesehen Kindersoldaten, und halt auch gegen diese kämpfen mussten. Ne? Das blieb nicht aus und die waren dann halt so fanatisch, dass die Kinder das auch gemacht haben. Also heutzutage würde sowas hier zumindestens in einem demokratischen Land nicht mal so eben passieren, dass jetzt so ein kleiner Knopf sich da eine Waffe nimmt und dann loszieht. Ne? Also da gehört schon sehr viel Gehirnwäsche dazu, dass dann sowas halt passiert. Aber es ist für diese Einheit und hier für das Spiel, finde ich, sehr gut umgesetzt. Es ist relativ günstig von den Punktekosten her. Und mit diesen 2 Optionen, dass man diese Einheit praktisch noch aufpumpen kann, macht es schon wirklich sehr gefährlich. Habe ich so selber noch nicht gespielt. Ich habe dann die nächste Einheit mal eher gespielt. Das ist der allgemeine Volkssturm. Das ist im Prinzip so ein Pendant zu dieser Hitlerjugend. Da waren im Prinzip dann die Kriegsveteranen und älteren Herrschaften vereint, praktisch so als letztes Aufgebot und mit solchen speziellen Waffen dann noch ausgerüstet. Also die haben jetzt hier zum Beispiel die Option auf die Panzerfaust, ne? Also praktisch eine unerfahrene Einheit, die jetzt hier auch mal eben so eine Panzerfaust bekommen kann. Und haben auch die Sonderregel Grünschnabel. Das heißt, ich kann diese Einheit halt auch nochmal pushen auf regulär. Und das hat dann halt auch irgendwo Gewicht, wenn ich die Möglichkeit habe und die sich womöglich dann zu verbessern, dass ich die auch länger im Spiel halten kann. Ne? Beide Einheiten haben auch noch die Option auf Fahrrädern. Also man könnte die praktisch noch ein bisschen mobiler gestalten, dass die irgendwo auf der Platte noch längere Wege zurücklegen können. Aber habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie benutzt, Fahrräder. Liegt vielleicht auch irgendwo daran, dass diese Fahrräder dann beim Absetzen auch nicht mehr verwendet werden können, was ich auch irgendwie immer ein bisschen merkwürdig finde. Ne? Man ist dann irgendwo scheinbar hingefahren und hat dann das Fahrrad in die Ecke geknallt und dann nie wieder gesehen. Also es ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Also dafür ist es dann zu teuer, auch wenn jetzt ein Fahrrad vielleicht nur ein Punkt pro Miniatur kostet. Aber weiß ich nicht. Schwierig. Konnte ich mich bisher noch nicht so mit anfreunden. So, kommen wir jetzt zu der letzten Einheit, die ich euch hier im Zusammenhang mit den Deutschen vorstellen möchte. Das sind die sogenannten Osttruppen. Osttruppen sind hier auch wieder unerfahrene Einheiten, die die Sonderregel Drückeberger haben. Drückeberger ist im Prinzip eine Regel, die besagt, dass jeder Befehl, den diese Einheit bekommt, der muss erstmal gewürfelt werden, ob die Einheit das halt überhaupt macht. Also es muss praktisch ein Befehlstest abgelegt werden, unabhängig davon, ob da jetzt hier ein Pinmarker liegt oder nicht. Also auch praktisch in diesem Zustand ungepinnt muss die Einheit einen Befehlstest ablegen, ob sie überhaupt in der Lage ist, das zu tun. Finde ich auch wieder gut umgesetzt, muss ich halt immer wieder betonen. Es symbolisiert praktisch halt Einheiten, die zwangsverpflichtet wurden, zwangsrekrutiert wurden. Das können halt alle möglichen Einheiten damals gewesen sein. Meistens waren es Kriminelle. Es gab ja auch viel auf deutscher Seite. Deserteure, die wurden dann irgendwo in Einheiten zusammengewürfelt mit ausländischen Gefangenen und Zwangsverpflichtete in besetzten Gebieten, waffenfähige Männer. Den hat man dann ein Gewehr in die Hand gedrückt und dann gesagt, hier, du machst da jetzt was. Und solche Einheiten sind das im Prinzip. Ne? Also die sind jetzt nicht kriegsbegeistert und wollen eigentlich bei der nächstmöglichen Situation die Flinte ins Korn werfen und sich vom Acker machen.
Aber trotz alledem halt eine interessante Einheit, die sehr kostengünstig ist und ja, die man auch einfach mal den Gegner irgendwo in den Weg stellen kann, sage ich mal, den Gegner beschäftigen kann. Man will mit dieser Einheit halt auf Deutsch gesagt nicht den Krieg gewinnen, ne? Man schickt die irgendwo hin, die stoppen irgendwo eine wichtige Einheit des Gegners, am besten irgendwo eine teure, mächtige Einheit, vielleicht sogar ein Panzer irgendwo, so dass er dann halt nicht agieren kann. Für sowas ist diese Einheit nicht schlecht. Man muss allerdings auch noch bedenken, es bleibt halt nicht nur bei dem Befehlstest, den man machen muss, sondern die Pins, die wirken sich auch extrem aus. Angenommen, diese Einheit hätte jetzt schon 3 Pins, dann wird es verdoppelt, ne? Dann sind das nicht 3, sondern dann schon 6. Ne? Also diese Einheit wird halt auch nicht lange auf dem Tisch stehen. Da muss man sich klar sein. Deshalb braucht man die jetzt auch nicht massenhaft da in seiner Armee mit aufnehmen. Also man hat irgendwie vor, keine Ahnung, eine ganz, ganz strange Strategie irgendwo zu spielen. Oder vielleicht gibt es eine Theaterliste, die sowas halt drin hat. Aber ansonsten reicht da mal so eine Einheit, um ein bisschen rumzuspielen und den Gegner zu nerven. Aber auf jeden Fall interessant. Ich habe sie schon mal eingesetzt und ja, hat Spaß gemacht, definitiv. Ja, Leute, kommen wir zum Ende schon von diesem Video. Ich hoffe, das hat euch hier wieder einen kleinen Einblick gegeben, wie die Deutschen so funktionieren, wie sie bisher so von mir gespielt wurden. Ja, was kann man halt sagen? Es ist, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich jetzt zieht zu den Japanern, hat man hier halt so ein bisschen die Qual der Wahl, was man halt für Einheiten spielen möchte. Ne? Klar, es gibt halt wieder viele Einheiten, die sich halt ähneln, ne? Gerade jetzt Infanterietrupps. Aber man hat halt auf Seiten der Deutschen halt unheimlich viele Waffenoptionen in den einzelnen Trupps. Auch sogar die unerfahrenen Trupps haben Möglichkeiten auf spezielle Sonderwaffen wie Panzerfäuste oder haben eine Option auf nochmal eine kleine Sonderregel. Aber auch der Fahrzeugpark, Fuhrpark ist riesig bei den Deutschen. Also man hat immens viele Fahrzeuge, viele Panzer, auch Geschütze, auf die ich jetzt nicht näher eingegangen bin, weil ich auch jetzt ein bisschen eher ein Spieler bin, der jetzt nicht so Geschütze in Massen jetzt irgendwo verwendet. Da spiele ich lieber nochmal irgendwie einen Panzer und dann halt nochmal ein Panzer-Spähfahrzeug oder sowas. Da bin ich halt irgendwie mobiler, finde ich zumindestens. Aber trotz allem halt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und ja, die meisten Trupps ja, sind dann halt auch sehr teuer, ne? Auch wenn man sie jetzt gerade noch auf Veteranenstatus anhebt oder halt diese Zusatzwaffen mit einbindet. Deshalb wird man jetzt auch nicht solche riesigen Infanterietrupps haben, also man wird da so im Schnitt, sage ich jetzt mal, maximal so 8, wenn 10 Soldaten jetzt in einem Trupp haben, in einer Infanterieeinheit. Das war jetzt bei den Japanern zum Beispiel komplett entgegengesetzt. Da hatte man ja riesige Infanterietrupps, die dann aber halt die Standardbewaffnung hatten. Ne? Das ist hier schon ein bisschen anders. Also die sind halt sehr spezialisiert irgendwo. Es gibt halt auch die Pioniere, Sturmpioniere. Und wie gesagt, die regulären Infanterietrupps gibt es verschiedenste Ausführungen noch, Fallschirmjäger gibt es noch und da gibt es halt einiges. Ne? Und deshalb ja, muss man sich halt alles mal genau anschauen. Man kann auch spezielle ja, Waffengattungen oder ja, wie sagt man halt, Einheitstypen bauen. Meinetwegen, man baut jetzt halt irgendwie nur so einen Fallschirmjägerzug, ne, mit einem Sturmgeschütz oder sowas. Oder man entscheidet sich jetzt für die Waffen-SS und wählt halt nur speziell solche Einheiten aus, die in diesen Trupps zusammengefasst sind. Oder es gibt sogar auch Marineeinheiten, kann man auch spielen und es gibt also wirklich eine Menge. Also hier ist allerlei Material drin und ja,
Ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Allrounder-Truppe und jetzt mit den überarbeiteten Sonderregeln finde ich das auch wirklich nochmal gut durchdacht. Deshalb ist es vielleicht auch der Punkt, warum Warlord das auch nochmal speziell angepasst hat, weil ich fand das jetzt im Zusammenhang, weil es öfters welche nachfragen, warum wurden jetzt die Deutschen nur angepasst. Das haben die anderen Fraktionen, finde ich, nicht so nötig gehabt wie die Deutschen. Ne? Also mit dieser NCO-Regel, die war, glaube, also dass wenn man NCO ausschaltet, das war, glaube, noch blöder gelöst, dass man nicht nur auf die 1, sondern man hätte, glaube ich, sogar auch 5, 6 würfeln müssen, dann müsste ich jetzt lügen, aber die war sogar noch ein bisschen blöder gestrickt, diese Regel. Also das ist als Armee-Sonderregel ein bisschen im Verhältnis zu anderen Fraktionen zu lame gewesen. Ne? Und jetzt halt noch mit dieser Tiger 4, mit der Tigerangst-Regel, was sie noch dazu gebracht haben, finde ich das jetzt halt deutlich ausgeglichener. Ne? Wenn man jetzt mal die Luftunterstützung und sowas anguckt bei den Amerikanern oder halt das Bombardement bei den Briten, dann gleicht sich das noch ein bisschen besser aus und fühlt sich halt stimmiger an. Deshalb fand ich das auch nicht schlecht, dass sie das gemacht hatten damals. Ja, jetzt will ich eigentlich gar nicht so viel rumlabern. Das war's eigentlich dazu. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt und Anmerkungen dazu, vielleicht habe ich auch irgendwo einen Fehler gemacht, dann haut's einfach in die Kommentare oder schreibt uns gezielt an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.